Gibt es in Malta jetzt auch eine Wegzugsteuer, so wie in Deutschland? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Unser langjähriger Mandant Tobias schrieb uns vor kurzem eine E-Mail, wo er voller Sorge darüber gesprochen hat, dass er Perplexity, das AI-Tool, dazu befragt hat, ob es in Malta eine Wegzugsteuer gibt. Und Perplexity hat ihm geantwortet, tatsächlich gibt es so eine Wegzugsteuer. Und er wollte das doch jetzt mal hier von uns gerne verifizieren lassen. Hier haben wir das PDF mit der Frage: Wie hoch ist eine Exit-Tax in Malta? Die Exit-Tax in Malta wurde im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Verhinderung von Steuervermeidung ATAD eingeführt und gilt seit dem 1. Januar 2020. Diese Steuer betrifft Kapitalgewinne, die bei der Übertragung von Vermögenswerten oder der Verlegung des Steuersitzes aus Malta entstehen, auch wenn diese Gewinne noch nicht realisiert wurden. Die Exit-Tax wird berechnet, indem der Marktwert des übertragenen Vermögenswertes vom Anschaffungswert abgezogen wird. Die Steuersätze in Malta betragen bis zu 35% ab Einkommen über 60.000 Euro. Nun, du kannst dir vorstellen, dass Tobias hier sehr schockiert war. Er war ja extra aus Deutschland nach Malta umgezogen, um so einen Quatsch wie die Wegzugsteuer zu vermeiden. Was hat es nun mit dieser Exit-Tax hier auf sich? Was hat ihm Perplexity hier wohl aufgetischt? Ich konnte Tobias natürlich dann beruhigen, denn tatsächlich geht es hier zunächst mal um ein Missverständnis. Wie du gesehen hast, hat Tobias den Begriff Exit-Tax verwendet. Der Begriff Exit-Tax im Englischen bezeichnet zwei verschiedene Arten von Steuer. Nämlich einmal die Wegzugsbesteuerung, die wir ja aus Deutschland und Österreich kennen. Die Wegzugssteuer ist eine Variante der Einkommensteuer. In Deutschland ist sie von natürlichen Personen zu bezahlen, die zu 1% oder mehr an einer inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaft beteiligt sind. Die Österreicher sind hier seit 2016 sehr viel strenger. Hier ist die Wegzugsteuer auch auf Kapitalvermögen im Privatbesitz zu bezahlen. Also zum Beispiel, wenn du 5 Google-Aktien besitzt und du hast diese 5 Google-Aktien für 100 Euro eingekauft und bei deinem Wegzug sind sie 500 Euro wert, dann musst du die Differenz, diesen unrealisierten Kapitalgewinn von 400 Euro pro Aktie in Österreich versteuern. Mit Kapitalertragssteuer 27,5%. Das gibt es in Deutschland noch nicht, außer wenn du in einen einzigen ETF mehr als 500.000 Euro einbezahlt hast insgesamt, dann ist auch hier die Wegzugsteuer fällig. Der englische Begriff Exit Tax wird aber eben auch für die sogenannte Entstrickungsbesteuerung verwendet. Und die Entstrickungsbesteuerung ist genau das, was Perplexity hier meint. Perplexity hat ja hier ganz richtig gesagt, dass diese mit der ATAD, der sogenannten Anti-Tax Avoidance Directive, der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie der EU schon 2020 eingeführt wurde. Hier geht es aber nicht um eine Einkommensteuer, die die natürliche Person zu bezahlen hat, sondern hier geht es um betriebliches Vermögen. Das heißt also, wenn du zum Beispiel einen Unternehmensteil ins Ausland verlagerst, dann muss dieses verlagerte Wirtschaftsgut bewertet werden und die stillen Reserven werden aufgedeckt. Das heißt, man muss dann eben auf den Wert dieses Wirtschaftsgutes Steuern bezahlen. Wir kennen das ja, wenn man wegzieht, zum Beispiel aus Deutschland. Wenn ich also in Deutschland lebe, dort zum Beispiel ein Einzelunternehmen betreibe und dieses Einzelunternehmen macht einen hohen Gewinn und ich ziehe dann ins Ausland um, dann muss ich unter Umständen in Deutschland Entstrickungsbesteuerung bezahlen, denn ich verlagere ja das Einzelunternehmen per Funktionsverlagerung ins Ausland. Diese Exit-Tax auf Unternehmensebene gibt es EU-weit eben schon seit 2020 und damit natürlich auch in Malta. Tobias betreibt nun in Malta eine erfolgreiche Gesellschaft und wenn er sich irgendwann einmal entscheiden sollte, den Sitz dieser Gesellschaft ins Ausland zu verlegen, sagen wir zum Beispiel nach Zypern oder nach Dubai, dann müsste seine maltesische Gesellschaft, nicht er persönlich, die Wegzugsteuer ist ja von dir persönlich zu bezahlen, aber in diesem Fall seine maltesische Gesellschaft müsste dann hier in Malta Exit Tax, also Entstrickungsbesteuerung bezahlen,
basierend auf dem Wert des Wirtschaftsgutes, das er nach Dubai übertragen hat. Sagen wir mal, er hat zum Beispiel eine bestimmte Produktpalette, die in Zukunft von Dubai aus vertrieben werden soll. Und das IP für diese Produkte ist 1 Million Euro wert. Er gibt also dieses Wirtschaftsgut hier im Wert von 1 Million Euro an seine eigene Gesellschaft in Dubai weiter. Dann muss letztlich die Gesellschaft hier in Malta Körperschaftssteuer bezahlen auf diese 1 Million Euro. Wenn wir davon ausgehen, dass es für dieses IP, für dieses geistige Eigentum keinen Anschaffungspreis gab. Das heißt also, in Malta beträgt ja die Körperschaftssteuer 5%. Tobias müsste also auf diese Übertragung von 1 Million Euro 50.000 Euro Entstrickungssteuer in Malta bezahlen. So, und diese Entstrickungsbesteuerung ist eben mit der ATAD EU-weit eingeführt. Das heißt, in jedem EU-Land wäre eine ähnliche Berechnung durchzuführen. Jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, dass in Deutschland und in ähnlichen Ländern die Grundlagen für diese Bewertung sehr streng sind. Aber natürlich ist es so, dass in Ländern wie Malta das Ganze sowieso relativ locker ist. Das heißt, wie man jetzt den Wert ansetzt, da ist man in Malta natürlich sehr viel flexibler als in anderen Staaten. Und das Beste ist natürlich in Malta, wie gesagt, der effektive Körperschaftssteuersatz ist ja nur 5%. Du kannst also im Grunde fast immer sagen, okay, whatever, dann zahle ich eben 5%, was soll's, ist ja nicht so schlimm. Also, lieber Tobias, hier kein Grund zur Sorge für dich. Selbst wenn du dich irgendwann dazu entscheiden solltest, hier ein Wirtschaftsgut nach Dubai oder in ein anderes Land zu verlagern, wird hier nur 5% Steuer auf den Wert dieses Wirtschaftsgutes in Malta fällig. Sicherlich eine Summe, die du verkraften kannst. Ich denke, du wirst mir zustimmen, dass hier die Gründung der Gesellschaft vor diesem Hintergrund sicherlich eine sinnvolle strategische Entscheidung war. Du hattest mich gebeten, dieses Video hier zu machen, zur Erklärung auch für alle anderen. Das habe ich damit getan. Ich danke dir, Tobias, für deinen Input und für die Inspiration. Wenn auch du mit solchen Themen kämpfst und dich mit dem Thema Entstrickungsbesteuerung, Exit-Tax, Wegzugsteuer, so viele komplizierte Begriffe auseinandersetzt, dann lade ich dich ein Beratungsgespräch zu buchen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen hier zu unterstützen. Wegzug ins Ausland, Unternehmensgründung im Ausland, Steueroptimierung im Ausland und natürlich dann auch Vermögensaufbau und Vermögensschutz. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.